Hallo Bosco. Hallo Rebecca. Heute machen wir mal ein Übungsvideo. Unser erstes. Ja, wir schauen mal, ob das gut ankommt. Bestimmt. Im letzten Video habe ich dir ja erklärt, wie man Klammern auflöst. Ja. Und heute sollst du einfach nur üben, wie man sie auflöst. Okay. Also ihr da draußen, schaut euch das Erklärvideo an. Da oben ist es eingeblendet. Und jetzt wird geübt. Wir blenden jetzt 10 Aufgaben ein. Drückt auf Pause und schreibt sie euch ab. Rechnet alleine. Ja, selber rechnen. Am Ende des Videos zeigen wir die Lösungen. Und wenn ihr was falsch haben solltet, könnt ihr auf das entsprechende Kapitel spulen. Genau, in der Videobeschreibung kommt ihr direkt zu den Lösungen oder der entsprechenden Erklärung der Ja. einzelnen Aufgaben. 10 Aufgaben. Ja, los geht's. Los geht's. Erste Aufgabe. Die erste Klammer ist eine Plusklammer, weil dort die Aufgabe anfängt und hinten kein Mal steht. Ja, Das heißt, diese Klammer wird einfach weggelassen. gut. Die zweite Klammer ist eine Minusklammer. Das heißt, aus dem A wird ein Minus A und aus dem Minus B, Minus und Minus ergibt Plus, gibt es ein Plus B. Ganz genau. Also steht da A plus B minus A plus B. Jawohl. Die Familie A habe ich ein A minus A, fällt weg. Genau. Ein A kommt, ein A geht. Und B plus B ergibt 2B. Ganz genau. Gut. Fertig. Zweite Aufgabe. Bevor du die Klammern auflöst, Bosco, schau mal, ob es in der Klammer irgendwas gibt, was du schon vereinfachen kannst. Aus dem x mal 5 könnte ich ein 5x machen. Ja, sehr gut. Dann mache ich das mal. Ha. So, dann ist die erste Klammer eine Minusklammer, weil ein Minus davor steht. Das heißt, aus der 4 wird ein Minus 4. Und 5x minus und plus ergibt minus 5x. Jawohl. Die zweite Klammer ist eine Plusklammer, weil ein Plus davor steht. Nein, schau mal, was hinter der Klammer steht. A mal 3. Genau. Also das ist eine Malklammer von hinten. Mal Klammer von hinten. Also setze ich die 3 in jeden Teilterm. Also du multiplizierst jeden Teilteil mit der 3. Klar. 3 mal 2x sind 6x. Und 3 mal 3 sind 9. Das heißt 6x plus 9. Gut. Und plus x steht hinten noch. fasst du einfach zusammen. Alles zusammen. Dann habe ich die Familie x. Das sind 3x minus 5x plus 6x plus x sind 5x. Und die minus 4 plus 9 sind plus 5. Sehr gut. Das sind die Nachnamenlosen. Gut, Ja. läuft. So. In der ersten Klammer kann ich aus 7 mal a 7a machen. Sehr gut, ja. So, dann haben wir eine Minusklammer. Das heißt, aus den 7a werden minus 7a und aus den minus 2 plus 2. Ja, genau. Die Vorzeichen werden gewechselt. Gut. Zweite Klammer ist eine Plusklammer. Ja, Die wird einfach weggelassen. sehr gut. So, dann kann ich schon ausrechnen. Ich habe die Familie a und zwar minus 7a minus a sind minus 8a Jawohl. und plus 2 plus 7 sind 9. Gut. Also 9 minus 8a. Ja, Oder minus 8a plus 9. das ist richtig. Die Reihenfolge Ah. ist hier Geschmackssache. Okay. So, hier haben wir eine doppelte Malklammer, Sehr gut, Bosco. weil vorne ein unsichtbares Mal steht zwischen b und Klammer auf und hinten noch ein Mal 10 ist. Ganz genau. Also sowohl das B als auch die 10 wollen mit der Klammer multipliziert werden. Also doppelt. Und ich empfehle dir, das nacheinander zu machen. Also erstmal das B mit allen Summanden in der Klammer multiplizieren. Okay, dann haben wir b mal minus b ergibt minus b hoch 2. Und das b mal plus 4 ergibt plus 4b. Jawohl. Aber die Klammer lasse ich stehen und jetzt 10 mal minus b hoch 2 ergibt minus 10b hoch 2. Jawohl. Und 10 mal 4b ergibt 40b. Also plus 40b. Gut, sehr schön. Ja, Hier haben wir eine
Minus Malklammer. Ganz genau. Vorne ein Minus, hinten ein Mal. Womit fange ich an? Ich würde erst die Malklammer auflösen, dann gibt es auch kein Kuddelmuddel mit den Vorzeichen. Okay. Also erst alle Summanden in der Klammer mit der 2 multiplizieren. Aber die 6 mal x fasse ich zusammen zu 6x. Ja, das ist eine gute Idee. Dann habe ich 2 mal 8 sind 16 und 2 mal minus 6x sind minus 12x. Ganz genau. Die lasse ich in der Klammer stehen. Ja. Jetzt ist aus der Minus-Malklammer eine Minusklammer geworden. Ja. Du musst jetzt also nur noch die Minusklammer auflösen. Was ist eigentlich mit der 22? Die schreibst du einfach mit ab. Die hat jetzt ja mit der Klammer gar nichts zu tun. Die Ich nehme jetzt steht, nur das Minus. ja, die 22 bleibt da stehen für den Moment. Die brauchen wir später. Und jetzt nimmst du das Minus, was direkt vor der Klammer steht, und verteilst das auf alle Summanden in der Klammer. Das heißt, dass die Vorzeichen in der Klammer sich ändern. Gut. Dann habe ich minus 16 plus 12x. Ganz genau. Jetzt ist die Klammer weg und jetzt kannst du eben gucken, ja. ob es noch welche gibt, die von der gleichen Familie stammen und somit zusammengefasst Da habe werden ich die können. 22 minus 16 Die sind Nachnamenlosen, ja, plus 12x. ganz genau. Ha. So, Bosco, eine etwas längere Aufgabe. Oh, jetzt kommen die zweiten 5 Aufgaben. Die werden schwerer. Okay, ich löse zuerst die innerste Klammer auf. Ja, Das ist eine Minusklammer. genau. So, Und Dann den ganzen Rest, den du gerade schreibe ich nicht hin. bearbeitest, schreibst du einfach mal ab. also dann schreibe ich hin minus 4, Klammer auf, 5x. Okay, Und jetzt geht's los. Aus der 2 wird eine minus 2. Aus der 8x ein minus 8x. Und aus minus x hoch 2 ein plus x hoch 2. ganz genau. Klammer zu, minus 2x plus 4x hoch 2. Ja, einfach abschreiben. Jetzt, bevor du die nächste Klammer auflöst, schaust du, ob du innerhalb der Klammer zusammenfassen kannst. 5x minus 8x sind minus 3x. Ganz genau, ja, die von der Familie X kannst du zusammenfassen. Gut, jetzt sieht es doch wieder ein bisschen kürzer aus. Naja. Und jetzt kannst du die nächste Klammer auflösen. Das ist eine Malklammer. Weil zwischen der 4 und der Klammer ein unsichtbares Mal steht. Du musst jetzt also alle Summanden Aber mit minus 4. minus 4 Gerade multiplizieren. noch aufgefallen. Minus 4 mal minus 2 sind plus 8. Ja, Minus 4 mal minus 3 sind plus 12. genau. X. Immer darauf achten, Minus mal Minus ergibt Plus. Und minus 4 mal x hoch 2 ergibt minus 4x hoch 2. Ganz genau. Den Rest abschreiben. So, und jetzt kann ich schon meine Familie zusammenfassen. Ja, Dann habe ich die plus 8 die Familie namenlos, ja? plus 12x minus 2x sind 10x. Und minus 4x hoch 2 und plus 4x hoch 2 sind 0. Ja, hebt sich auf. Also habe ich 8 plus 10x. Ganz genau. Na, ging ja noch. Ja, am Ende sieht es dann immer einfacher aus als am Anfang. Ui, Ja, es wird immer etwas komplizierter. warum schreibst du die minus 1 in Klammer? Um dich zu verwirren. Na, Hast du aber gut erkannt, die braucht Also man kann gar ich die nicht. weglassen? Die erste Klammer kannst du einfach mal weglassen, ja. also habe ich eine Malklammer. Minus 1 mal minus 6 ergibt plus 6. Jawohl. Und minus 1 mal 4b, die Ja, ich vorher zusammengefasst habe, 4 mal b ist ja dasselbe wie 4b, sind genau. minus 4b. Korrekt. Gut. Zweite Klammer, auch eine Malklammer. Minus 6 mal b sind minus 6b. Ja, Und minus 6 mal 1 sind minus 6. ganz genau. Hier könnte man vielleicht falsch gemacht haben, dass man minus 6 plus 1 gleich minus 5 gerechnet hat. Das ist falsch, denn man muss ja multiplizieren. Minus mal plus ergibt Minus und 6 mal 1 ergibt 6. Dann die letzte Klammer, kommt die minus 6 mal die beiden Teilterme, b und 4. Nein, das sind nicht zwei Teilterme. Also nicht beide bekommen die minus 6 ab, sondern
Du fasst es erst zusammen zu 4b 4b. und dann wird nur ein einziges Mal die minus 6 damit multipliziert. Nee, du hast das b mal 4 geschrieben, um mich zu verwirren. Ja, genau. Ja, ja, danke. Also minus 6 mal 4b sind minus 24b. Ganz genau. Wenn zwischen der b und 4 ein Plus gestanden hätte, dann hätten beide Summanden die minus 6 Ja. abbekommen. Aber da da ein Mal steht, ist das letztlich nur ein einziger Summand. Gut. Dann habe ich wieder meine Namenlosen. Plus 6 und minus 6 ergibt 0. Ja. Weglassen. Minus 4b, minus 6b, minus 24b sind minus 34b. Genau. Gut. Hey. So, diese Klammer ist eine Malklammer. Ja. Vorne das schreibe ich erstmal hin und füge es zusammen zu 11ab. Gut. Und dann rechne ich minus 3b mal 4b ergibt minus 12b hoch 2. Und die minus 3b mal 5a sind minus 15ab. Sehr gut, ja. Also nach Alphabet sortiert. Mhm. Ja. Und dann habe ich die Familie AB. Und zwar 11ab minus 15ab sind minus 4ab. Und die minus 12b hoch 2 bleiben. Jawohl. Ergebnis. Gut gemacht. Das war meine schnellste Aufgabe bisher. Ha! Du wirst immer besser. Ja. 4 Klammern. Ja, musst ja auch was zu tun haben. Oh, naja. So. Am Anfang habe ich eine Plusklammer, die lasse ich einfach weg. Ja, Dann steht aber plus minus. das musst du ausrechnen. Plus und Minus ergibt? Minus. Ja, Aha. Also minus 3b. genau. Gut. Plus, dann kommt die nächste Klammer, das ist eine Malklammer. Da rechne ich. 2b kann ich zusammenfassen. Und dann habe ich a mal 2b sind 2ab. Ja, Plus, dann wieder eine Malklammer. ab mal 3 und ab mal 5 da sind. würde ich dir empfehlen, die Klammer erstmal auszurechnen. 3 plus 5 sind 8. Ja, Dann habe ich ab mal 8 sind 8ab. ganz genau, das Okay. ist schneller. Dann habe ich wieder eine Malklammer, weil hinten ein Mal steht. Und dann habe ich 3 mal a sind 3a und 3 mal b sind plus 3b. Und dann kann ich meine Familien wieder zusammenfügen. Ja, genau. Gut. Dann habe ich die Familie AB. Haben wir 2ab plus 8ab sind 10ab. Ja, Die Familie A habe ich plus 3a. Und die Familie B löst sich auf, weil ich einmal minus 3b und einmal plus 3b habe. genau. Ergebnis 10ab plus 3a. Ja. Letzte Aufgabe. Na, die hat es nochmal in sich. Von innen nach außen. Was ist denn die innerste? Plus, Klammer auf, 2 plus a, Klammer zu. Genau, mit der fängst du an. Ist das eine Plusklammer? Ja, Die lasse ich einfach weg. gut. Gut. Dann habe ich die Klammer mit 5b plus 2 plus a. Hinten steht mal 3, also es ist eine Malklammer. 3 mal 5b sind 15b. 3 mal 2 sind 6, also plus 6. Und 3 mal a sind plus 3a. Ja, Minus 8b, Klammer zu, Klammer zu. Dann habe ich wieder eine Plusklammer. Das sind mir die liebsten. Die lasse Ja. ich wieder einfach weg. genau. So, dann habe ich nur noch eine und das ist eine Minusklammer. Ja, aber die ist jetzt schon recht voll. Also bevor du die auflöst, würde ich dir empfehlen, erstmal innerhalb der Klammer zusammenzufassen. Na, ich hätte die Familie A und zwar einmal minus 3a und einmal plus 3a, die kann ich weglassen. Ja, Dann habe ich die Familie B plus 15b minus 8b sind 7b. genau. Dann habe ich noch 2 plus 6 sind 8. Ja, sieht doch schon mal besser aus. Viel Genau. besser, das ist ja easy. Dann habe ich eine Minusklammer. Die Minus auf das 8 ergibt minus 8 und das Minus mit der plus 7b ergibt minus 7b. Genau. Das war's. Geschafft. Siehst du? Es ist doch am Ende immer leichter als am Anfang. Obwohl ich schiele, habe ich echt den Durchblick jetzt. Brauchst du doch keine Brille, Bosco. Nee, zum Glück nicht. Gut. Optikertermin mit gestrichen. Sehr gut. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr die Aufgaben alle richtig gelöst habt. Bestimmt nicht so gut wie ich.
Dann bis zum nächsten Bis Mal. zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.